No sé qué pasó. War so viel Regenmasse. Schaut euch das mal an. Und das kostet halt alles Geld und Zeit, ob man das dann möchte. Und dann war ja die Frage aufgekommen, warum die Häuser so eng aufeinander stehen bei Soram Terreno. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video nach dem Unwetter Teil 3 innerhalb von 4 Wochen. Das war das schwerste Unwetter, was wir bis jetzt gehabt haben. Das ganze Grundstück ist unter Wasser gestanden. Bäume hat es zerlegt wieder und die Drainage-Kanalisation unter hat es zerstört. Da gehen wir jetzt hin. Dann gehe ich noch auf eure Frage ein. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Wunderschönen guten Morgen. So, Casa Angie wird gestrichen im Harley Orange. Ich finde es mega, mega toll. Und die Post hat er auch schon gestrichen. Ich gebe mal weiter raus. Der sieht richtig gut aus. Muy lindo. Luna. Sí, Luna Solución. Siempre. Me gustó mucho. Me gustó mucho. El lindo color. Qué lindo. So, hier wird auch alles vorbereitet zum Streichen. Strom, Internet, Wasserversorgung, Abwasserversorgung haben wir jetzt gelegt. Blackie. Ist das ein Hex? Immer zwischenrum. Schaut es euch an. Das haben wir den ganzen Tag noch vor uns und die ganze Woche. Ja, wir haben diese Woche jetzt die Drainage da unten fertig gemacht. Also der See bildet sich jetzt nicht mehr hier. Und was jetzt ganz, ganz komisch ist, dass der Pool nicht mehr voll wird. Also ich habe gedacht, dass da weiterhin Wasser reingeht bei der Wassermasse. Aber schlecht. Da muss ich den Bachito so reinschucken. 6.5 hours later. Samstagmorgen, es hat also seit Donnerstag auf Freitagnacht regnet es ununterbrochen. Noch nie so viele Wassermasse gesehen. Und da sind die ersten Bäume umgestürzt. War ich gerade live dabei. Krass. Wieder viel Aufräumarbeiter vor uns. Immer noch Samstagmorgen. Wir haben jetzt kurze Ruhe. Es soll später tatsächlich 40 Liter in der Stunde runterlassen. Also in einer Stunde haben wir 40 Liter pro Quadratmeter. Vom Nachbar schießt es runter. Das heißt, auch hier müssen wir komplett alles neu machen. Da liegt er. Gut, bei den Wurzeln brauche ich mich halt nicht wundern. Ne? Also das ist, ja. Ay caramba. Boah. Blitz, Donner, Hagel, alles da. Schöner Wasserfall.
Rodondo. Natürlich müssen wir das erst in den Griff bekommen, bevor wir die hier irgendwas hier hinbauen oder irgendwas, weil das ist unmöglich. Piscina. Acá es Canaletto. Y todos es no sé qué pasó. Von Encarnación keine Spur. Die nächste Superzelle. Sonntag, der nächste Regen kommt. Sancho und Pancho sind da. Die waren erst da in Cabiata, dann in Santa Maria und jetzt sind sie in San Juan, man hört sie. Hat ein bisschen länger gedauert. So, und da ist Posadas. Ein absolutes Naturschauspiel heute Abend. Wahnsinn. Aber es reicht jetzt auch mal wieder. So, jetzt haben wir heute Morgen nochmal besprochen. Bezüglich Lösungsvorschläge haben wir jetzt auch. Wie gesagt, mit dem Nachbarn mal geschwätzt gehabt. Der ganze Park war unter Wasser und es war so viel Regenmasse. Schaut euch das mal an. Ja, selbst die Kanalrohre waren noch verbunden mit Zement. Guck mal, was für eine Kraft das Wasser gehabt hat. Aber ich muss sagen, ich bin froh, dass es jetzt passiert ist, weil mit so viel Wassermasse haben wir noch nicht gehabt, seit wir das Grundstück haben. Und lieber jetzt, als dass wir dann drüber noch Gebäude stehen haben und die dann unter Wasser gestanden wären. So können wir jetzt reagieren, das machen wir auch. Und dann hoffen wir, beim nächsten Regen ist dann alles trocken. Ne, wir haben schon Lösungsvorschläge, einige. Es wird auch in Zukunft dann das Wasser, falls mal was übertreten sollte, an die Straße dann geleitet hier. Gut, Rohre und Verkabelung soweit fertig gelegt. Jetzt müssen wir es dann noch anschließen. Aber durch das Unwetter wird es halt natürlich wieder Verzögerungen geben. Das ist natürlich wieder scheiße, ne? Aber das steckt mir ja nicht drin. Da gehen wir mal rein ins Casa näher. Das habe ich euch, glaube ich, noch nicht gezeigt, wie es innen drin aussieht. Kleiner Moment. Also, da haben wir den Korridor, also die Terrasse. Die ist 10 Quadratmeter groß. Das heißt, hier kommen dann später Stufe hin, Treppe hin, da geht man rein. Bon dia, buon provecho. Genau, das gibt dann die Eingangstüre man kommt dann gleich in den Sala-Bereich, beziehungsweise Cocina-Bereich. Und dann Esstisch und hier drüber hat man dann den Sala-Bereich. Und dann geht man rein ins Schlafzimmer. Die Wohnfläche hier haben wir 45 Quadratmeter. Und hier haben wir dann das Banjo. Recht groß. Ich habe zu meiner Frau gesagt, also wenn man wirklich alleine da wäre in Paraguay, würde mir das komplett ausreichen, weil du brauchst nicht mehr zu zweit. Das ist richtig toll. Wie gesagt, ist eins meiner Lieblingshäuser hier, die kleine. Die Casa Nea, Astrid und Elena wird ja identisch gebaut. Schöne Deckehöhe bekommen wir wieder hier oben. Und ja, ich finde es mega. Also vom Ding her, man hat einen schönen offenen Bereich hier vorne und dann gehen wir raus auf die Terrasse und echt cool. Also mir jetzt Reise. Und hier Buenas, Pardo. Und hier haben wir dann Casa Astrid und Casa Elena fertig gemacht für die Bodenplatte. Gottlob. Gestern haben sie Jabba gebracht, sind noch im LKW stehen geblieben, war fast klar. Und ich gehe ein bisschen zurück wegen dem Wind. Ja. Und dann war ja die Frage aufgekommen, warum die Häuser so eng aufeinander stehen bei Soram Terreno. Das ist keine normale Nachbarschaft, das ist auch nicht auf Langzeitmiete ausgelegt, sondern auf Kurzzeitmiete. Ja? Jetzt kann ich in ein Hotel gehen, da wohne ich dann Wand an Wand. Oder ich kann hierher gehen, ja, habe meine eigene Garde, habe einen Poolbereich, habe einen Palmegarde, einen anderen Park vor der Häuser hier. Jetzt steht ja dann ein Park. Und das ist der Grund, warum das die Häuser so eng aufeinander stehen. Man hat trotzdem seine Privatsphäre, weil keine Fenster, also es gehen ja keine Fenster zum Nachbar rüber. Und wird dann begrünt alles und man ist auch dann doch für sich. Warum? Weil wir so ein großes Grundstück haben. Warum setzen wir das jetzt alles hier unten hin? Also hier unten hin heißt, wir verteilen das Ganze auf fast 5000 Quadratmeter.
Das heißt, da ist ja der Poolbereich dann mit eingeschlossen, da ist das Saal, also das Restaurant, ja, Kincho und die Häuser mit dem Palmengarten zum Ausruhen. Das ist da drin alles, alles inklusive. Also das sind mehr wie 5000 Quadratmeter, ich glaube 8000 Quadratmeter, so rum. 8000 sind es mit dem Palmengarten. Das hat den Grund, weil wir nicht wissen, was in Zukunft ist. Das heißt, verteile ich die Häuser jetzt auf dem ganzen Bereich vom Grundstück, dann ist es schwierig, irgendwann mal, wenn wir verkaufen möchten, was wir nicht möchten, ja, aber wir haben dann trotzdem die Möglichkeit, immer noch Grundstücke hier zu verkaufen. Das ist aktuell ein ganzes Grundstück, es ist komplett privat und trägt einen Titel. Allerdings haben wir schon so vorgebaut, deswegen auch die breite Straße, dass man das irgendwann umwandeln könnte in ein Barrio Cerrado. Das ist der Grund. Ne? Und wenn ich die Häuser jetzt hier komplett verteile, dann wird es schwieriger, Grundstück zu verkaufen, wie wenn ich Grundstücke frei habe, die noch nicht bebaut sind. Und außerdem wollten wir, das Konzept hat von Anfang an so ausgesehen, dass wenn irgendwas wäre, also Plan B, ja, oder beispielsweise ich bin nicht mehr da, meine Frau ist nicht mehr da und die Kinder haben keinen Bock mehr, dann können die sagen, hey, mit uns einparzellieren, also mache lauter Grundstücke aus dem Großen und verkaufe das später mal. Die Möglichkeit habe ich ja. Und kleine Grundstücke sind immer leichter zu verkaufen, dann wie so ein 3 Hektar Grundstück, ja, wo die Infrastruktur schon steht und alles. Das ist das Problem. So, das ist der Hauptgrund. Genau, also mit Blick in die Zukunft. Das heißt, dass man einfach hier mehr Optionen habe, das Ganze dann zu gestalten. Deswegen als Beispiel, ja, ich drehe gerade mal die Kamera halt, so rum nicht. So rum. Deswegen haben wir auch intern die Pfosten hier sitzen. Ne? Ein weißer hier, ein weißer dort. So, und das wäre jetzt zum Beispiel wieder ein Grundstück, das man verkaufen könnte. Dann geht es weiter von diesem Pfosten zu diesem Pfosten hier, immer da, wo die Wasserhahne sind. Das könnte man alles einteilen in Grundstücke. Und wir wollen das eigentlich so, wir wollen einen großen Palmenbereich haben, wir wollen einen großen Kräutergarten haben, einen großen Obstbereich und einen großen, sagt man's, zum Gemüseanbau. Übrigens, die Rita da vorne, wo Juan, die bauen gerade an, Gemüse. So, und hier hat man dann auch wieder, ne? Also zum Beispiel hier ist ein Pfosten, das Grundstück geht bis da. Und dann hat man hier zum Beispiel jetzt 2 Grundstücke hintereinander. Aber das ist alles, wie gesagt, alles intern. Das ist dann einfach mal geplant, ja, für den Michel, also für unser Enkelkind, für den Leandro, dass er hier mal bauen kann. Oder dann für meinen Schwiegerpapa, liebe Grüße nach Deutschland, wenn der dann kommen möchte. Dann haben wir hier bis hier, das wäre dann wieder frei. Und dann haben wir wieder hier oben wieder 1, 2, 3 Grundstücke wieder. Das heißt, im Gesamten hätten wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Grundstücke und da vorne noch das andere 14 Grundstücke, wo man noch verkaufen könnten. Wenn irgendwann finanzielle Schwierigkeiten auftreten, man weiß es ja nie, ja, was ist in Zukunft. Also ich bin halt gern so ein Typ, ich denke ein bisschen voraus, ja, ich habe gern immer ein Ass im Ärmel beziehungsweise immer einen Plan B. Mit Ass hat es eigentlich weniger zu tun, aber es ist einfach, man bleibt dann doch flexibler. Und das wäre ja die ganze Erfahrung, was ich jetzt gemacht habe, auch mit deutschen Auswanderern, werde ich mal ein Video machen, die 5 größten Fehler oder Geldfehler. Und das ist ein Muster, das habe ich so, ja, es ist komisch, fast bei jedem gleich. Man hat fast alle die gleichen Fehler. Dann mache ich habe mal 5 jetzt rausgeschrieben, mache demnächst mal ein Video. Und dann vielleicht nutzt es dem einen oder anderen was. So, das ist unseren Hauptgrund, warum dass wir da unten so eng bauen, weil es natürlich als Feriendorf als Resort, als Hotelanlage ist. Und die anderen, weil wir einfach den Platz wollten. Punkt 1 und Punkt 2. Mit der Option zum Verkauf irgendwann später mal. Und da schafft die Rita mit dem Juan. Die ist froh, wenn sie jetzt dann anfangen kann zu buddeln. Also zu graben, zu pflanzen. Rita, bist du zufrieden mit Juan seiner Arbeit? Sehr, sehr zufrieden, ja. Er macht es wirklich toll. Und er macht es jetzt ein bisschen höher, gell? Dass wir mit so Wegeln. Ja, dass man immer schön durchlaufen kann. Ja, super. Wirklich toll.
wir wollen jetzt noch, weil manches Gemüse braucht natürlich Schatten. Und das ist hier oben Mangelware. Das heißt, wir machen dann Gestänge hin und dann gibt es so Netze hier in Paraguay, die dann Schatten spenden. Wird auch wahrscheinlich am Anfang bei uns im Pool sein, weil so wie wir am letzten Haus, das war unerträglich der Pool, ne, im Sommer. Also Wasser war wie warm? 35, 36 Grad. Nee. Der erste Schwung, habe sie eingepflanzt. So sieht das dann aus. Schön. Und hier sieht man, wie schnell doch die Pflanze wächst. Den habe ich jetzt vor 6 Tagen gemäht, den Rasen. Und ist steige 3 cm gewachsen. Auch hier sieht man es wieder. Also das ist das nächste Problem. Beziehungsweise Problem, das ist gut. Also das muss jetzt halt, ich muss jetzt halt wöchentlich mähen, damit er in die Breite geht, der Rasen. Allerdings Fluch und Segen zugleich. Das heißt, wenn das ganze Grundstück mal angelegt ist oder allgemein mit der Pflanze hier in Paraguay und es regnet stark, die Pflanze saugt das auf und wenn da noch die Sonne rauskommt, dann explodiert es eigentlich hier. Ja? Also das wirklich, es explodiert. Und man kann wirklich zuschauen, wie die Pflanze wächst. Und da muss man sich halt am Klaren sein, wenn man dann ein riesiges Grundstück kauft, dass es halt auch gepflegt werden muss, bzw. gesäubert werden muss ab und zu. Und das kostet halt alles Geld und Zeit, ob man das dann möchte. Dann haben wir noch die Frage gehabt, ja, was das Ganze kostet hier unten, das ganze Resort, also das ganze Dorf. Es ist so, ich habe ja schon Videos gemacht gehabt, was so ein Haus kostet. Allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist natürlich ein anderer Preis, weil wir eben viel Häuser bauen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist der Preis ausgemacht worden vor einem Jahr. Mittlerweile sind die Mindestlöhne gestiegen, mittlerweile sind die Materialpreise gestiegen. Also es nützt eigentlich nichts, wenn ich euch sage, was kostet das Ganze, weil es ist in keinem Verhältnis. Ja? Was kostet ein Haus? Kommt auf die Ausstattung an, es kommt ja, auf die Materialien, ja, und so weiter und so fort. Das sind so viele verschiedene Faktoren. Und dann ist klar, natürlich baue ich ein Haus, auch mit einem deutschen Unternehmer, oder baue ich 10, 11 Häuser, dann kriege ich da einen anderen Preis. Das ist natürlich klar. Deswegen kann ich eigentlich dazu nichts sagen, beziehungsweise wir haben mal einen Richtwert gehabt für Casa Mimi. Genau, da habe ich es erklärt in einem Video. Ich muss mal suchen, blende es mal oben ein. Ja, ansonsten heißt jetzt diese Woche aufräumen von den Arbeiten oder von den Unwetterereignissen wieder. Sauber machen. Gucke, dass wir jetzt die 4 Häuser bezugsfertig bekommen. Und ihr bekommt in Deutschland einen richtig, richtig toller Herbst. Es wird nochmal richtig, richtig warm. Ich gönn's euch. Wir bekommen auch wieder warm, nur heute ist richtig kalt. Wir haben jetzt aktuell 17, 18 Grad und geht ein leichter Wind. Ich denke mal, man hört es wieder an der Kamera. Ich wünsche euch ein ganz, ganz tolles Wochenende. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ich glaube, das nächste Video mache ich dann wirklich mal die 5 häufigsten Fehler, Geldfehler beim Auswandern. Dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.